Hallo, ich bin Lena. Ich studiere zurzeit an der Universität Göttingen. Ich stelle mir gerade etwas Literatur zusammen, die ich demnächst brauchen werde. Und bei der Suche bin ich über den Begriff graue Literatur gestolpert. Was ist denn eigentlich graue Literatur? Woran erkenne ich sie? Und kann ich sie überhaupt zum Beispiel für meine Abschlussarbeit verwenden? Wenn ich nun den Begriff graue Literatur in meinem Browser eingebe, bekomme ich zwar eine kurze Erklärung, aber weiterhelfen tut mir das nicht wirklich. Bücher oder andere Medien finde ich so jedenfalls nicht. Immerhin weiß ich jetzt dadurch, dass es verlagsgebundene und verlagsungebundene Literatur gibt. Verlagsgebunden bedeutet, dass die Literatur in einem Verlag erschienen ist. Graue Literatur hingegen ist verlagsungebunden. Das bedeutet, sie ist nicht in einem Verlag erschienen und wird auch nicht über den Buchhandel vertrieben. Somit ist die graue Literatur meist sehr viel schneller in euren Händen, insbesondere dann, wenn es sich um Online-Publikationen handelt. Zur grauen Literatur zählen also Schriften von Behörden, Institutionen und Vereinen, Abschluss- oder Zwischenberichte aus Forschungsprojekten, Tagungsbande von Kongressen, öffentliche Berichte oder auch Broschüren, Vorabveröffentlichungen von Fachartikeln, Merkblätter, Positionspapiere, Pressemitteilungen, Stellungnahmen und Kurzmeldungen. Sie alle erscheinen nicht im Buchhandel. Graue Literatur kann nicht nur als Online-Quelle, sondern auch als Druckversion existieren. So kann graue Literatur aussehen. Für wissenschaftliche Arbeiten müsste meine Literatur allerdings auch zitierwürdig sein. Das heißt, sie muss wissenschaftlichen Ansprüchen bei der Nennung einer Arbeit genügen. Aber woher weiß ich, ob es sich bei meiner Literaturquelle tatsächlich um wissenschaftliche Literatur handelt? Am besten prüfe ich das anhand von ein paar Kriterien. Ich frage mich, stammen die Herausgeber und Autoren von einer zum Beispiel Universität oder einem akademischen Umfeld? Wird die Veröffentlichung auf der Internetseite der Universität oder einer Behörde angeboten? Genügen die Dokumente dem wissenschaftlichen Anspruch und zitieren sie ihrerseits verwendete Literatur? Abzugrenzen ist die Zitierwürdigkeit von der sogenannten Zitierfähigkeit. Wenn Sie Quellen und deren Inhalt nachweisen können, ist die Literatur zitierfähig. So viel zur Zitierwürdig und Zitierfähigkeit. Gelegentlich taucht bei meiner Literaturrecherche der Begriff DOI im Zusammenhang mit dem Internet auf. Häufig auch im Zusammenhang mit der grauen Literatur. DOI ist die Abkürzung für Digital Object Identifier. Zur Erklärung: Die DOI sind feste, unveränderliche Adressen im Internet, mit denen ich mein Dokument immer wieder finden kann. Für weitergehende Informationen zum Thema DOI und richtigem Zitieren schaut doch mal auf diesen Seiten vorbei. Und übrigens, ich mache mir die Literaturrecherche leichter, indem ich ein Literaturverwaltungsprogramm, wie zum Beispiel Citavi oder Zotero, verwende. Diese beinhalten sogar verschiedene Zitierstile. Die Erstellung von umfangreichen Quellenverzeichnissen geht damit besonders schnell und einfach. Für Citavi gibt es eine Lizenz der Uni Göttingen und Zotero ist sogar kostenlos. Schulungen für die Anwendung von Literaturverwaltungsprogrammen werden von der SUB Göttingen kostenlos angeboten. Schaut hierfür einfach mal auf der Homepage der SUB Göttingen vorbei. Und ein letzter Tipp zur grauen Literatur und zur verwendeten Literatur im Allgemeinen. Seid quellenkritisch. Es gehört nicht jede Quelle und nicht jede gefundene normale oder graue Literatur in die Abschlussarbeit. Und denkt daran, dass manchmal weniger auch mehr sein kann. Überprüft eure verwendete Literatur auf die oben genannten Kriterien zur Zitierwürdigkeit. So, ich denke, ich bin jetzt mit meiner Literaturrecherche ein ganzes Stück weitergekommen. Ich hoffe, es hilft euch, um bei eurer Recherche den Durchblick zu behalten. Tschüss, eure Lena.